Wir sind auf der Anfahrt zum Stellplatz Natur Playa Mucha Vista in El Campello. Diesen Platz möchte ich heute vorstellen. Herzlich willkommen zu meiner Reportage. Wir fahren bei Regen durch die Stadt, einen Stellplatz anzufahren. Wir haben ihn nicht so auf Anhieb gefunden, oder gefunden haben wir ihn schon, aber nicht die richtige Zufahrt. Jetzt aber auf der richtigen Seite und wir sind sofort hier gleich bei der Einfahrt. Bei Regen ankommen ist natürlich nicht schön, aber auch in Spanien muss es ja mal regnen. Auch dieser Stellplatz ist recht neu, er hat erst seit einigen Wochen geöffnet. Man sieht großzügige Einfahrt, also auch für größere Mobile ist dieser Platz gut geeignet. Vorne rechts neben der Einfahrt ist die Rezeption, dort gehe ich jetzt mal hinein, um uns anzumelden. Man spricht dort Spanisch, Französisch und auch Englisch. Wir konnten uns einen Platz aussuchen, haben uns eine etwas größere Parzelle ausgesucht. Es gibt hier 3 verschiedene Kategorien und jetzt im Moment scheint es so zu sein, dass alle Platzgrößen auch den gleichen Preis haben, und zwar, wenn man nur wenige Tage bleibt, 11 Euro. Wir stehen auf Parzelle Nummer 61. Wenn ich Preise nenne, dann ist das immer ein bisschen gefährlich, denn Preise können sich verändern. Also dieser Preis gilt im März 2021. Auf dem Flyer sehen wir die Platzgrößen, das geht von 43 bis 100 Quadratmetern und die Preise sind abhängig von der Aufenthaltsdauer. Werfen wir einen Blick auf die Karte. Wo liegt El Campello? Etwa zwischen Benidorm und Alicante, auf halber Strecke direkt am Meer. Man sieht hier auch, größere Mobile finden hier Platz. Es gibt hier Strom, und zwar 2 Möglichkeiten, einmal 6 Ampere für 3 Euro und wer mehr möchte, also 10 Ampere, der zahlt 4 Euro pro Tag. Wer ein zusätzliches Auto dabei hat, der zahlt 1 Euro extra. Der Stellplatz ist großzügig angelegt, er hat einen Picknickbereich mit einem Grill, der allgemein genutzt werden kann. Im Gebäude, das an der Zufahrt steht, befindet sich die Rezeption und die sanitären Anlagen. Die Zugänge für Toilette und Waschräume liegen auf der Rückseite des Gebäudes. Nutzung der Duschen und Toiletten ist im Stellplatzpreis enthalten. Auf der Vorderseite des Gebäudes befinden sich weitere Eingänge, und zwar gibt es dort einmal einen Zugang zu einem Sanitärraum für Behinderte und des Weiteren gibt es dann dort auch einen Eingang oder eine Räumlichkeit mit Waschmaschinen und Abwaschmöglichkeiten. Nutzung der Waschmaschinen und Trockner kostet jeweils 3 Euro. Wie schon gesagt und gesehen, einen Grill gibt es hier auch, der allgemein genutzt werden kann. Daneben ist eine Poolbahn, auch immer ganz schön, das fördert die Gemeinschaft. Dann trifft man sich irgendwann am Tage zu einem Poolspiel hier. Der gesamte Stellplatz ist von einem Zaun umgeben. Direkt neben dem Stellplatz gibt es eine Brachfläche. Wer also jetzt einen Hund hat, der kann schnell mal mit dem Hund dorthin Gassi gehen. Wer den Stellplatz betreten oder verlassen möchte, kann das über das Haupttor machen.
Aber es gibt auch, wenn das Haupttor geschlossen ist, einen kleinen Nebeneingang. Dort ist eine Elektronik angebracht, ein Tastenfeld. Dort tippt man einen Code ein und dann kann man das Tor öffnen. Vom Stellplatz bis zum Strand oder bis zur Promenade sind es etwa 400 bis 500 Meter, also zu Fuß gut zu erreichen. Hier direkt an der Promenade gibt es eine Bahnlinie. Von hier aus kann man also von einer Station aus entweder nach Alicante fahren mit dieser Bahn oder zur anderen Seite nach Benidorm. Die Aufnahmen habe ich an einem Sonntag gemacht. Es ist der 21. März. Die Sonne scheint, aber die Temperaturen sind noch etwas verhalten, somit etwa 16, 17, 18 Grad. Es gibt hier nicht nur eine schöne Promenade, sondern auch einen sehr schönen Strand. Wir waren vor einigen Jahren hier schon mal und dann im Oktober. Dann ist das Wasser noch entsprechend warm, sodass man also auch noch mal ins Meer schwimmen kann. Und dann ist das natürlich hier eine ganz tolle Geschichte. Die Wassertemperaturen werden jetzt geschätzt so etwa bei 15, 16 Grad liegen. Das ist natürlich nur was für die ganz Harten. Da wir heute Sonntag haben, ist hier am Strand und natürlich auch auf der Promenade recht viel Betrieb. Bars und Restaurants sind geöffnet und auch gut besucht. Maske tragen ist hier Pflicht, auch am Strand, wird auch konsequent eingehalten. Allerdings beim Sport braucht man keine Maske tragen. Auch nur etwa 500 Meter entfernt ist ein kleines Einkaufszentrum mit einem Supermarkt, mit einem Mercadona-Supermarkt, wo man alles für den täglichen Bedarf bekommt. In Corona-Zeiten gibt es hier beim Einkaufen in Supermärkten klare Vorgaben. So zum Beispiel gibt es Markierungen am Boden, wo die Einkaufswagen stehen müssen, während man sich im Regal bedient. Des Weiteren an der Kasse wird auch peinlichst darauf geachtet, dass alle den Abstand einhalten und dass man, auch wenn man die Ware aufs Band legt, dass man dort nicht zu nahe dem Kassierer oder Kassiererin kommt. Es gibt hier viele Kleinigkeiten, worauf man achten muss. Ich habe jetzt zum Beispiel den falschen Eingang genutzt. Nochmal ein Blick hier auf den Stellplatz. Der ist im Moment nicht stark besucht. Das hängt auf der einen Seite mit Corona zusammen. Andererseits ist es natürlich so, dass die Langzeitcamper, das heißt die Wintersaison, langsam vorbei ist. Die sind schon zu Hause, die Langzeitcamper, oder fahren jetzt nach Hause. Nochmal ein Wort zu den Plätzen. Die Plätze sind ja verschieden groß. Wir stehen auf so einem, ich glaube, 100 Quadratmeter Platz. Der ist nicht nur in der Tiefe mehr als 10 Meter, sondern auch in der Breite hat er mindestens 8, 9 Meter, sodass man Markise ohne Probleme rausfahren kann. Für uns geht es nach 4 Tagen weiter, aber bevor wir weiterfahren, geht es noch zur Entsorgung. Wir werden hier nochmal entsorgen. Das habe ich, glaube ich, noch nicht gesagt. WLAN gibt es hier auf dem Platz. Es hat auch während unseres Aufenthalts auch gut funktioniert und ist kostenlos. Die Koordinaten von diesem Stellplatz hatte ich ja schon eingeblendet. Man findet sie aber auch des Weiteren noch unter dem Video im Text und mit weiteren Informationen. Die Entsorgung ist großzügig angelegt. Man braucht nicht rangieren, um dort entsorgen zu können. Man kann also rauffahren und dann so wieder raus und durchfahren. Bei uns ist so geregelt, Rita ist für die Versorgung zuständig, ich für die Entsorgung. Das heißt, Rita
tankt das Frischwasser und ich entsorge Grauwasser und Fäkalientank. Auch daran hat man hier gedacht, man hat eine Öffnung in die Roste reingebracht, so dass man also den Schlauch, den Entsorgungsschlauch dort reinstecken kann und man sauber und ordentlich entsorgen kann. Wäre dort keine Öffnung drin gewesen, dann hätte ich die Roste hochgenommen und dann den Schlauch reingelegt. Wir haben uns hier auf diesem Stellplatz sehr wohl gefühlt. Man war immer sehr bemüht, dass alles in Ordnung ist und war auch immer sehr freundlich. Wir sind jetzt etwa 2 Wochen auf Reisen und haben bisher unsere spanische Gasflasche genutzt. Die ist jetzt inzwischen leer. So muss ich jetzt nach einer Möglichkeit suchen, sie einzutauschen gegen eine neue. Und das werden wir jetzt versuchen. Hier am Rande der Stadt haben wir gesehen, dass es dort eine Repsol-Tankstelle gibt. Die werden wir jetzt anfahren und dort eine neue Propan-Gasflasche von Repsol uns beschaffen. Wir tanken hier Diesel und tauschen gleichzeitig die Propangasflasche. Man erkennt die Propangasflasche an dem schwarzen Ring, der rundherum geht. Bei uns hält so eine 11 Kilo Flasche etwa 10-12 Tage, je nachdem wie viel wir heizen müssen. Wenn sie dann leer ist, dann schalten wir um auf unseren Gastank mit LPG-Gas, was auch gut funktioniert. Hier kostet die Füllung der Flasche 12,50 Euro. Es gibt auch viele Stell- und Campingplätze, die Gasflaschen zum Tausch anbieten. Dort kostet es meistens etwas mehr, zwischen 15 und 18 Euro. Wir haben unser nächstes Ziel anvisiert. Das ist Los Alcázares am Mar Menor. Das ist nicht sehr weit, etwa 110 Kilometer. Dort gibt es 2 Stellplätze und auch einen neuen Campingplatz. Mal schauen, wo wir da bleiben. Alles, was wir dort erleben und was wir dort sehen, darüber berichte ich natürlich im nächsten Video. Ich danke mal wieder fürs Zuschauen und sage Bye bye, bis zum nächsten Mal.